Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sportstech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Letztes Jahr im Herbst hat Xiaomi die Xiaomi Watch S3 vorgestellt. Wir mussten uns ein bisschen gedulden, aber auch jetzt ist die internationale Version bei uns erhältlich. Mit einer technisch imposanten Ausstattung, einer soliden Verarbeitung, einem Kampfpreis von 150 Euro und einer Spezialfunktion hat die Uhr definitiv meine Aufmerksamkeit erlangt. Die ganzen technischen Daten, was die Uhr alles kann, wie gut Pulsmessung und GPS-Messung sind, das sage ich euch heute in meinem Video. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los! Die Xiaomi Watch S3 kann in zwei Farben gekauft werden, entweder schwarz oder weiß. Beide Varianten kosten 149,99 €. Das Gehäuse der S3 hat einen Durchmesser von 47 mm, sie ist 12 mm dick und hat ein Gewicht von 44 Gramm ohne Armbänder. Es besteht aus einer Aluminiumlegierung, die Lünette ist aus Edelstahl. Diese hat auch ein ganz spezielles Feature. Welches das ist, das verrate ich euch dann später. Der Bildschirm ist ein 1,43 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 466 x 466 Pixel und einer Pixeldichte von 326 ppi. Geschützt wird dieses übrigens durch ein Corning Gorilla Glas. Die Uhr hat weiters zwei Tasten auf der Seite. Sie hat ein Mikrofon und einen Lautsprecher verbaut und auf der Rückseite befindet sich der optische Herzfrequenzsensor. Die Armbänder bestehen aus Fluorkautschuk und haben eine Breite von 22 mm. Sie sind leider nicht sehr dehnbar und generell muss ich sagen, mag ich diese Verschlussart nicht, wo man das Armband dann nach innen hineinsteckt. Ein großer Vorteil ist aber, dass sie einen Schnellverschluss haben und somit kann ich sie relativ schnell gegen ein anderes Armband austauschen. Geladen wird die Uhr mit so einer Ladeschale, die hat zwei Pins und lässt sich magnetisch anbringen, hält auch sehr fest und lädt auch sehr schnell. Von 13 auf 100% dauerte bei mir zuletzt lediglich 46 Minuten. Weiters ist die Uhr bis 5 ATM wasserdicht und besitzt die folgenden Sensoren: einen Herzfrequenzsensor, einen Beschleunigungssensor, sie kann den Blutsauerstoff messen, hat ein Gyroskop, einen elektrischen Kompass, ein Barometer, einen Umgebungslichtsensor sowie einen Hallsensor. Was den GPS-Empfang betrifft, so besitzt die Xiaomi Watch S3 einen Dualband-Chip, sprich sie kann die L1 und die L5-Frequenz nutzen und unterstützt zudem 5 verschiedene Satellitensysteme, und zwar GPS, Galileo, GLONASS, Beidou und QZSS. Eine Besonderheit, die die Xiaomi Watch S3 mitbringt, ist die austauschbare Lünette. Neben der Standardlünette gibt es 4 weitere Farben, die separat für 29,99 € erhältlich sind. Da gibt es die Farbe Gelb, Blau, Dunkelgrün-Schwarz und Schwarz aus Carbonfasern mit einem mehrfarbigen Farbverlauf. Um die Lünette zu wechseln, greifen wir sie und drehen sie
gegen den Uhrzeigersinn. Und dann können wir sie auch schon abnehmen. Auf der Rückseite sehen wir diese orange Markierung, die hilft uns, damit wir sie wieder korrekt anbringen. Das heißt, wir geben sie wieder hinauf, schauen, dass beide Markierungen übereinander liegen und drehen sie mit dem Uhrzeigersinn, bis sie wieder einrasten und schon hält sie fest. Und jetzt auch ein Feature: Für jede Lünette gibt es ein separates Watchface, das nur mit dieser erhältlich ist. Xiaomi gibt auf der Produktseite eine Akkulaufzeit von 14,5 Tagen in Kombination mit einem iPhone und 15 Tage mit einem Android-Smartphone an. Daten des Akkuverbrauchs bei GPS-Nutzung führt der Hersteller keine an. Also möglich sind diese Laufzeiten wahrscheinlich schon, man darf halt nur keinen Sport machen. Ich habe die Uhr das erste Mal nach 6,5 Tagen aufgeladen. Ich habe in diesem Zeitraum 3 Stunden 30 Indoor-Training gemacht und 4 Stunden 15 Outdoor-Training, sprich da, wo GPS genutzt wird. Und genau bei dieser GPS-Nutzung hat mich die Akkulaufzeit aber sehr positiv überrascht. Ich habe pro Stunde nur 2,5% Akku verloren. Das heißt, mit einem vollen Akku würde man eine maximale Laufzeit von 40 Stunden schaffen. Also das ist wirklich eine sehr starke Leistung. Wie funktioniert die Steuerung? Wenn wir von unten nach oben wischen, kommen wir in ein Schnellmenü. Von oben nach unten zu unseren Benachrichtigungen. Die Taste rechts oben führt uns zu unseren Apps, beziehungsweise fungiert sie auch als Zurücktaste. Die Taste rechts unten kann ich anpassen. Hier kann ich mir diverse Funktionen auswählen. Ich habe Training gelassen, das ist auch standardmäßig so eingestellt. Seitliches Wischen bringt uns durch die diversen Widgets. Wenn ich hier lange drauf drücke, kann ich mir Seiten hinzufügen. Es sind aber nur maximal 4 möglich, beziehungsweise kann ich mir auch das Layout der Widgets einstellen. Ich habe hier die Möglichkeit, 1, 3 beziehungsweise 4 Widgets pro Seite anzeigen zu lassen. Wenn ich drauf drücke, kann ich mir dann jedes einzelne individuell einstellen. Es gibt auch 2 Gesten, die ich mit Funktionen verbinden kann. Da gibt es zu einem das Schütteln. Ich habe mir das Wetter hier eingestellt und auf der anderen Seite gibt es das Drehen und hier habe ich das Ganze mit Amazon Alexa konfiguriert. Die Uhr bietet mir mehr als 150 verschiedene Sportprofile wie Laufen, Gehen, Wandern, Radfahren etc., aber auch ausgefallene wie zum Beispiel den Bauchtanz oder hier weiter unten finden wir dann sogar Brettspiele wie Schach oder Dame. Falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mein Video liken und mir ein Abo dalassen würdest, falls du das noch nicht getan hast. Denn so unterstützt du meinen Kanal auf der einen Seite und auf der anderen Seite verpasst du auch keine zukünftigen Videos mehr. Ich sage Dankeschön und weiter geht's mit dem Video. Natürlich gibt es auch diverse Gesundheitsmetriken, die die Uhr trägt. So zeigt sie mir zum Beispiel meine Kalorien an, meine Schritte bzw. meine Bewegungszeit. Der Vitalitätswert wird berechnet, dieser wird anhand meines Pulses und Aktivitätsdaten ermittelt. Ziel sind es, 100 Punkte pro Woche zu schaffen. Natürlich finden wir auch Schlafanalyse auf der Uhr, das heißt, hier haben wir die Schlafdauer, die Schlafphasen, die durchschnittliche Herzfrequenz bzw. die Schlafdauer der letzten 7 Tage. Wenn ich in die App hineingehe, bekomme ich hier noch mehr Details. Denn nach 7 Nächten wird mein Schlafverhalten einem Tier zugeteilt. In meinem Fall ist das der Braunbär. Braunbären haben gesunde Schlafgewohnheiten und bekommen jeden Tag viel erholsamen Schlaf. Hier habe ich dann Einblick in meinen Schlafrhythmus, in die Kontinuität bzw. auch in meinen ganztägigen Stress. Und hier unten gibt es dann eine Zeitplanempfehlung. Diese ist aber ja mehr Gimmick. Denn zum Beispiel sieht man hier wird mir empfohlen, zwischen 20 und 22 Uhr ein Nickerchen zu machen und dann um 23 Uhr schlafen zu gehen. Ja, wer kennt das nicht? Man macht das Nickerchen, um sich auf den Schlaf vorzubereiten. Es hat halt schon ein bisschen Comedy-Faktor. Ich meine, grundsätzlich ist ja toll, wenn man solche Sachen versucht zu implementieren, aber sie sollten halt schon realistisch sein. Ebenso misst die Uhr meinen Stress, zeigt mir an, wie hoch dieser war, beziehungsweise zeigt mir auch an, wie der durchschnittliche Stress der letzten 30 Tage war. Und sollte dieser zu hoch sein, kann ich dann auch Atemübungen machen, um mich wieder zu entspannen. Und last but not least wird natürlich auch mein Puls gemessen, beziehungsweise auf Wunsch auch der Blutsauerstoff.
Ich habe auch verschiedene Trainingsfunktionen auf der Uhr. Zum Beispiel kann ich mir beim Laufen Ziele setzen, wie Distanz, Zeit oder Kalorien. Ich kann mir aber auch ein Intervalltraining einstellen mit einer Aufwärmphase, einer Trainingsphase mit der Ruhezeit, wie oft ich das Ganze wiederholen möchte, und mit einer Cooldown-Phase. Ähnlich wie bei Garmin wird auch der Trainingszustand ermittelt. Hier gibt es dann Zustände wie zum Beispiel Formerhalt, verliere ich Fitness, baue ich Fitness auf oder bin ich gar in Höchstform. Dazu wird das Training und die Laufleistung der letzten Woche mit der aktuellen Woche verglichen. Eine weitere Metrik ist die Lauffähigkeit, die meine Laufleistung bewertet. Ich werde dann sozusagen einer Kategorie zugeteilt und bekomme eine kleine Trainingsempfehlung. Die Trainingsbelastung der letzten 7 Tage wird ebenfalls eruiert und die Erholungszeit, bis ich wieder vollkommen regeneriert bin, bekomme ich ebenfalls auf der Xiaomi Watch S3. Wie es sich für eine Laufuhr gehört, wird auch der V2 Max ermittelt. Der passt bei mir ungefähr. Auf der Garmin-Uhr habe ich 56 zum Vergleich. Und Laufprognosen erhalte ich zudem auch. Das heißt, wie schnell bin ich voraussichtlich bei einem 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon oder Marathon. Es gibt auch auf der Uhr 10 vorgefertigte Lauftrainings von leichter bis hoher Intensität. Hier sagt mir dann die Uhr genau, wie lange ich in welchem Pulsbereich laufen soll und führt mich durchs Workout. Wem übrigens die Oberfläche von Xiaomi nicht so gefällt, der kann die Mi Fitness App mit Suunto verbinden. Es werden dann alle Daten synchronisiert und man kann ab dann die Plattform vom finnischen Hersteller nutzen. Ein paar smarte Funktionen hat die Xiaomi Watch S3 natürlich auch. So kann ich mit der Uhr telefonieren. So hört sich das an, wenn man mit der Xiaomi Watch S3 telefoniert. Kann Nachrichten empfangen, jedoch nur lesen und nicht antworten. Die Xiaomi Watch S3 unterstützt bargeldloses Bezahlen mit Mastercard. Es wird zwar kaum eine Bank unterstützt, was aber geht, ist die virtuelle Kreditkarte Curve. Den Alexa Sprachassistenten finden wir ebenfalls auf der Uhr. Mit diesem können wir dann einen Timer stellen oder nach dem Wetter fragen. Wie wird das Wetter morgen? Ansonsten hat man noch Dinge wie ein Kalender-Widget, man kann Sprachmemos aufzeichnen, die Musik steuern etc., um nur ein paar praktische Funktionen zu nennen. Die optische Pulsmessung der Xiaomi Watch S3 war in meinen Tests beim Laufen sehr solide. Bei dieser Einheit brauchte die Uhr zwar anfangs ein bisschen, bis sie den korrekten Puls gefunden hat, dann funktionierte aber alles recht zuverlässig. Hier habe ich eines der Laufworkouts gemacht, die man auf der Uhr findet. Aufgabe war es, zwischen flottem Gehen und Laufen zu wechseln. Die Messung hat soweit gut geklappt. Was aber wieder auffällt, ist, dass der Puls, wie auch beim vorigen Beispiel auf der Uhr von Xiaomi, etwas zu hoch gemessen wird. Bei meinem letzten Lauf handelt es sich um einen Trailrun. Generell gab es hier ständig Auf- und Abstiege des Pulses und zusätzlich bin ich bei ca. 10 Grad nur mit T-Shirt gelaufen. Die kalten Hände haben die optische Messung also nicht einfach gemacht. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum mehr als 10 Minuten eine viel zu hohe Herzfrequenz berechnet wurde. Beim Krafttraining, wo es generell immer schwierig ist, hat der Sensor ebenfalls Probleme. Die korrekte Pulsbewegung kann die Uhr meist nicht erkennen. Am Schluss funktioniert es teilweise etwas besser. Auch bei diesem Beispiel gibt es Teile, wo die Xiaomi Watch den Puls nicht korrekt ermitteln kann. Aber auch hier wieder witzig, die höchste Genauigkeit findet im letzten Teil des Workouts statt. Wie bereits am Anfang meines Videos erwähnt, verfügt die Xiaomi Watch S3 die technische Ausstattung für eine ausgezeichnete GPS-Messung. Wie sieht es aber in der Praxis aus? Bei freier Sicht wie hier hat die Uhr mit der Messung keine Probleme und ist sehr genau, teilweise auf Niveau meiner Garmin Tactic 7 AMOLED, welche auf diesem Gebiet sicher eine der besten ist. Im Wald oder dort, wo der Empfang erschwert wird, hat die Uhr aber dann doch etwas Probleme. Es wird dann die ein oder andere Kurve abgeschnitten oder es kommt, so wie hier, zu einer komplett versetzten Aufzeichnung. Hier hat Xiaomi wohl noch ein bisschen Optimierungsarbeit vor sich. Tja, was soll ich zur Xiaomi Watch S3 sagen? Sie ist ordentlich verarbeitet, läuft flüssig, hat für das Preissegment ausreichend Funktionen. Wenn man Curve nutzt, kann man sie für bargeldloses Zahlen verwenden. Sie hat eine Vielzahl von Sensoren und die Messgenauigkeit ist okay. Das mit der austauschbaren Lünette ist ein nettes Gimmick und wem es gefällt, der kann die Uhr passend zu seinem Outfit gestalten.
Wer also nur 150 Euro zur Verfügung hat und eine sportliche Smartwatch sucht, der kann hier getrost zuschlagen. Man bekommt hier sehr viel fürs Geld, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Wie immer interessiert mich eure Meinung. Habt ihr vor, euch die Uhr zu kaufen? Generell, wie gut gefällt sie euch? Beziehungsweise habt ihr sie schon? Wie ist eure Erfahrung damit? Schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentare oder ihr könnt gerne in meine Telegram-Gruppe kommen und mit mir persönlich plaudern. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin am Ende meines Videos angekommen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.